Es wird spannend. Microsoft würfelt mal wieder die Würfel im Hause Windows wohl neu. Am 24.06. gibt es scheinbar ein großes Live-Online-Event, wo es einfach um das Thema Windows geht. Ich schalte mal um. Join us to see what's next for Windows am 24.06. Gut, jeder weiß, wir reden hier über Windows 11, denn zum Beispiel Windows 10, erstmal als erste Information, wird am 14.10.2025, die Zahl wird sich wahrscheinlich nochmal ändern, den Support verlieren und deswegen wird hier, es ist bekannt, deswegen kann man es auch sagen, Windows 11 das erste Mal zeigen, beziehungsweise wir machen das jetzt hier gemeinsam, denn es ist mal wieder eine Version, nennen wir es mal geleakt worden, woher ist erstmal unbekannt, man kann sich vielleicht nur denken und wir werden das Ganze jetzt hier gemeinsam mal installieren. Ich habe dafür natürlich ganz normal meine Workstation und wir sagen hier Create New Virtual Machine. Wie gesagt, klar, typisch und hängen hier einfach aus meinem Ordner Windows 11 ISO ein. Keine Sorge, ist der ganz normale Leak, der momentan im Internet durch die Gegend wurstelt. Keine Ahnung, welche Version, können wir vielleicht gleich nachgucken. Download-Link schreibe ich euch natürlich in die Beschreibung rein. Ja, ich wähle hier mal Windows 10 aus, ne? Mehr gibt es einfach irgendwie momentan nicht. Schreiben hier auch hin, Windows 11, Next 60 GB ist der Standardwert, den lassen wir mal da drin stehen. Und sagen Finish. Heben jetzt aber noch ein bisschen die ganzen Einstellungen an, damit das Ganze natürlich auch fixer geht. Als erstes mal eben mein Netzwerk bridgen. Ich hebe mal eben hier auf 8 Kerne an, Virtualisierung an und gebe dem Ganzen mal 8 GB. Dann sind wir da zumindest auf der sicheren Seite. So, dann würde ich sagen, ich starte jetzt mal. Und sehe mal zu, dass auch hier dieses kleine Fensterchen, das ihr auch alles seht. So, haben wir schon Press any key to boot from CD or DVD. Mal gucken, was alles so neu ist. Ich habe es zwar eben schon einmal gemacht, trotzdem, ich habe es wirklich nur auf die Schnelle gemacht. Klick, 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 klick. Genauer gucken tue ich jetzt mit euch zusammen. Jo, ansonsten ISO, ganz klar, gibt es natürlich, ja, eigentlich nicht auf offiziellen Wegen, keine Frage. Ist natürlich nur wegen diesem ganzen Event und... Es war schon immer so, wenn irgendein Microsoft-Event ist, dann sickert das irgendwo immer irgendwie durch. Also Language to Install gibt es nur Englisch. Ansonsten Time gibt es scheinbar schon. Können wir hier mal sagen. Geht. Also kann man hier vielleicht auch schon klicken. Das geht auch. Germany haben wir. Machen wir doch einfach mal. Next. Ja, Install Now. Also das sieht erstmal alles bisher soweit ziemlich gleich aus. Aber das wird sich gleich großzügig ändern. Ja, ein Key haben wir natürlich nicht, deswegen sagen wir I don't have a product key. Wir werden uns auch nicht irgendwie mit einem Account einloggen können. Was jetzt schon mal auffällt, ist hier Home N. Gibt es hier irgendwelche Beschreibungen zu? Nein, gibt es leider nicht. Home, Pro N, Pro Education N, Pro for Workstation, Pro N for Workstations. Also okay, alles klar. Ich würde sagen, wir wählen hier einfach mal die Pro oder Pro N. Was ist denn Pro N? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was N bedeuten könnte. Vielleicht wird uns Microsoft ja irgendwie aufklären. Ich wähle jetzt einfach mal hier die Pro-Version. Next. Jetzt kommt wahrscheinlich das Ganze. Ja, ich lese mal eben kurz die ganzen Terms durch. Next. Custom Install. Wir formatieren hier einfach die Festplatte. Komm, mach. Und dann lassen wir die Installation einfach mal durchlaufen. Ach, das ging mal schnell. Das ging aber jetzt wirklich verdammt schnell. Die Copy-Files, okay. Getting Files ready. Also das ist erstmal alles so, wie wir es kennen. Ich lasse es jetzt hier durchlaufen und wenn es dann gleich weitergeht, seid ihr wieder dabei. Da kann es auch schon weitergehen. Installation durch. Wie gesagt, 2 Minütchen in etwa. Ich will nicht, dass ihr irgendetwas verpasst. Deswegen seid ihr auch bei dem Restart einfach dabei und könnt vielleicht selber sehen, ob sich irgendwelche Logos oder sonst was irgendwie verändert haben. Das hier sieht schon ein bisschen anders aus, das Windows-Logo. Das ist hier sehr eckig, würde ich jetzt sagen. Und was kommt normalerweise? Normalerweise kommt, glaube ich, dieser Einrichtungsassistent als allererstes. Mal sehen. Das sieht erstmal alles soweit noch gleich aus. Aber wie gesagt, wir reden hier wahrscheinlich über eine sehr, sehr frühe Version von Windows 10. Ich denke mal, so viel Neues wird da noch nicht drin sein. Ich weiß auch noch nicht, was ihr ihr habt es ja noch im Hintergrund hier, was Windows hier im Endeffekt vorstellen möchte. Also was ist wohl klar, das ist jetzt mittlerweile durchgesickert, aber was die Keynotes davon sind, ne? Was halt eben so die
ja, die Hauptaugenmerkaspekte sind. Ein Hauptaugenmerkaspekt, den habe ich gerade eben schon gesehen. Ihr müsst euch mal überraschen lassen. Ich denke mal, das wird auch mit Sicherheit deren Grundlage sein. Aber ansonsten, da gibt es mit Sicherheit, und da sollte es normalerweise in den Keynotes weitere, ja, Big Player drin sein. Getting Ready ist durch. Wir warten. Er ist auch fleißig hier unten. Ich könnte, das weiß glaube ich gar nicht, ob ihr das seht. Also die kleinen Lämpchen hier, CD und HDD, beziehungsweise NVMe in dem Fall hier, sind halt eben noch fleißig am Blinken. Also der erste Bootvorgang, dann dauert über die virtuelle Maschine dann doch nochmal eine Minute länger. Mal gucken. Just a Moment, das ist auch noch irgendwie sehr bekannt, oder das kennen wir zumindest. Steht auf Deutsch da normalerweise, ne? Bitte einen Augenblick wahrscheinlich. Da achtet man gar nicht so drauf, ne? Wenn man das irgendwie jedes Mal macht. Au! Das sah schon mal nach was aus. Es hat so ein bisschen Bling Bling gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das alles immer hört. Ja, is it the right country or region? Okay, das ist natürlich auf Englisch. In meinem Falle ja natürlich Deutsch. Yes, bitte, machen wir. So, is this the right keyboard layout or input method? US, nein. Ich hätte gerne irgendwie German. Okay, gibt's sogar, das ist schön. German oder German IBM? Gut, wir wählen mal German. Want to add a second keyboard layout? Nö. Erstmal auffällig ist, das sieht hier gut aus. Ich habe hier unten noch irgendwie Barrierefreiheitssachen. Okay. Windows Narrator. Hear text on screen aloud. Also kommt direkt Ton raus, was Schönes. Filter Keys, Sticky Keys, High Contrast. On. Oh. Off. Okay. Rest. Okay, funktioniert. Brauchen wir nicht weitermachen. Wir wollen kein weiteres hinzufügen. Sieht also gut aus. Also erstmal Optik. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es sieht alles sehr, ja, lightweight aus. Ne? Also es sieht alles so ein bisschen so sanft, finde ich, aus. Ne? Ja, es ist alles wieder hier runde Ecken machen das Ganze immer so ein bisschen sanfter. Ansonsten hier das Ganze, okay, mal hier. Symboliken sind auch alle so ein bisschen sanfter irgendwie. How would you like to set up this device? For personal use. Next. Ach, jetzt kommen wahrscheinlich diese typischen Fragen. Let's add your account. Nein, ich habe keinen und sollten wir uns jetzt wahrscheinlich momentan noch nicht unbedingt einloggen, aber ich kann es ja einfach mal versuchen. No account, create one, sign in with the security key, sign in options. Security, Offline-Account, forgot my username. Ich mache mal Offline-Account. Einloggen könnte man sich dann ja immer noch, ne? Ja, ich hätte gerne damit dann die Limited Experience. Ist schon in Ordnung. Your name, das ist Dennis. Ein Passwort, wir wählen wie immer das schlechte YouTube-Passwort. Security Questions, ja, da wähle ich jetzt nichts Besonderes aus. Das hat sich auch gerade, wir gucken einmal rein. What is the name of city, childhood nickname? Ja, das ist alles immer noch irgendwie gleich. Da hat sich nichts geändert und warum sollte es sich da auch ändern? Okay, schön. Sieht da alles trotzdem, ne, ich finde diese Hintergrundfarbe, die ist auch schön sanft mit dem leichten Verlauf. So, und jetzt kennen wir das. Unsere Datenkrake namens Microsoft Windows fragt uns jetzt dieselben Sachen ab wie bei einer Windows 11 Installation. Am liebsten alles immer auf Nein, 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 Nein. Dann ist man immer noch nicht auf der sicheren Seite. Find my device, nein. Send Diagnostic to Microsoft, ja, bitte nur das wenigste. Improving Ink and Typing, nein. Get tailored experience with diagnostic data, nein. Let apps use advertising ID, gerade garantiert nicht. Ich habe keinen Bock auf Werbungsscheiße. Und auch noch nicht mal auf personalisierte Werbung habe ich noch weniger Bock drauf. Now let's see what's new from Windows. Okay, hi. Also das ist erstmal noch gleich geblieben, das sieht cool aus. Oder das ist cool aus, das kennen wir irgendwoher. Das ist jetzt ganz mal die Ersteinrichtung oder nach irgendwelchen großzügigen Updates haben wir das ja immer wieder. Ja. Das dauert eine Minute oder mehrere Minuten, das Ganze kennen wir auch. Wie gesagt, ist ja immer noch eine Vorabversion, ne, die wahrscheinlich für Presentation irgendwie gedacht ist. Ich habe keine Ahnung, wie Microsoft mit diesen ISOs umgeht. Ich weiß nur, es werden, wenn die ersten Versionen geleakt werden, und das ist jetzt scheinbar so mit einer der ersten Versionen, ab dann gibt es kontinuierlich immer mal wieder irgendwelche frischen ISOs mit irgendwelchen frischen Versionsständen, immer mal wieder. Weil die ganzen News, die ganzen Events, die dort hinterhängen, die ändern sich halt nicht, ne? Also nicht die ändern sich, sondern die werden halt, der Rhythmus von den Events wird halt immer kleiner, bis irgendwann ein Release-Tag kommt.
Deswegen vermute ich mal, es wird jetzt in Zukunft immer mehr kommen an Releases. Weiter geht's. Almost there, ja. Ah, da sind wir. Oh, das ist doch schon mal schick, oder? Jetzt ist die Frage, kann ich das für euch hier ein bisschen größer ziehen? Nein, leider nicht. Das heißt, wir müssen erstmal die VMware-Tools installieren. Aber egal, das machen wir jetzt gleich sofort. Als erstes, alter Vater, was fällt euch auf? Ich lasse es mal doch hier auf der Seite, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ja, es ist alles rund und das Startmenü ist irgendwie in der Mitte, würde ich sagen. Pass mal auf, wir machen doch mal eben die Windows-Tools, damit ich die vielleicht oder das Fenster ein bisschen für euch optimieren kann. Installation VMware-Tools. Hoffentlich geht das, ne? Oder ich tippe mal drauf. Sollte zumindest gehen. Hat er die jetzt eingefügt oder nicht? Ah, da sind sie. Run Setup Exe. Das sieht schon mal ziemlich gleich aus. Das sieht auch ziemlich gleich aus. Preparing Install. Okay, next. Next. Ah, es hat sich hier so ein bisschen die Radio-Buttons haben sich scheinbar ein bisschen geändert. Ansonsten Installation Process, Progress Bar von dem typischen Installer sieht auch erstmal noch soweit gleich aus, aber wir werden jetzt gleich mehr sehen. Dann kann ich das Fenster nämlich für euch hier so ein bisschen besser optimieren, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen von dem Ganzen. Ich schiebe das Ganze jetzt auch so, damit ihr die schönste Sicht auf das Ganze habt. Nein, wir wollen jetzt nichts Neues starten. Dann gucken wir doch mal. Also, Taskleiste jetzt irgendwie mittig. Ist da unten links irgendwas? Nein. Also, gucken wir mal hier drauf. Okay, es ist also mittig, es sieht sehr rund aus und es sieht, ja, wie ich eben schon sagte, sehr lightweight aus. Man kann hier scrollen, man sieht es an den Punkten irgendwie, man kann aber keine richtigen Abschnitte erkennen. Egal, jetzt sind pinned, alle Apps, Settings, wir gehen jetzt gleich hier mal so ein bisschen reihenweise durch und gucken einfach mal. Was haben wir hier unten denn noch? Die Suche. Okay, die sieht so ziemlich gleich aus, aber alles mittig, ne? Alles irgendwie mittig von dem Ganzen. Performance Monitor, Cortana, Snip and Sketch, Calculator, Settings, Weather. Okay, also das ist die typische Suche noch von Windows 10. Das hat sich erstmal soweit nicht geändert. Was haben wir hier? Task View. Kann hier also neue Desktops hinzufügen. Okay, sonst noch irgendwas? Ne, sonst nichts, kann nur weitere Desktops hinzufügen. Okay. So, was ist das hier? Widgets. Gut, die Widgets lassen sich scheinbar nicht anzeigen, weil ich habe keinen Microsoft Windows Account momentan aktiv. Lassen wir auch erstmal tunlichst sein. Explorer. Ja, okay, das ist natürlich das, was eben natürlich schon stark aufgefallen ist oder mir stark aufgefallen ist. Die ganzen Icons sind alle erstmal oder groß, fast, ich würde mal sagen, fast alle sind irgendwie neu. Ne? Also die ganzen Icons hier sind überarbeitet. Es sind nicht mehr diese alten Icons und das ist auch das, was ich mal gehört hatte. Nicht nur diese Haupt-Icons hier, auch viele der anderen Icons, die sich in Microsoft Windows halt eben irgendwo verstecken, sind wohl überarbeitet worden. Also es gibt ja sogar in Windows 10 noch Icons, die sind irgendwie aus Windows 98 Zeiten, die ganze Zeit immer mitgewandert sind. Das soll angeblich mit Windows 11 bereinigt worden sein. Aber auch hier seht ihr, das Fenster ist es abgerundet. Es gibt runde Ecken. Das können wir jetzt mal kurz überprüfen. Hier in Windows 10, ich hole euch mal ein Windows 10 Fenster daneben, gibt es das Ganze einfach mal nicht. Also da ist wirklich eckig. Und auch hier, ja, ihr seht, das Ordnersymbol ist schon ein anderes. Also wirkt einfach ein bisschen lightweighter. Ansonsten unter Pictures, Save Pictures. Die Ordner hier, die sind schön gemacht. Camera Roll, Music, auch nichts drin. Videos, auch nichts drin. Dokumente, Downloads, Desktop, klar, Desktop-Icon. Edge, ich denke mal, da wird auch nichts viel großartig anders sein. Ansonsten hier OneDrive, SysPC. Sieht auch erstmal soweit ziemlich gleich aus. Ich glaube, die Abstände hier von den Ordnersymboliken sind irgendwie ein bisschen anders. Gucken wir mal, wenn wir mal in eine andere Ansicht gehen. Okay, in die Detailansicht. Ja, sieht erstmal gleich aus. Wenn man maximiert, ist natürlich wieder eckig. Hat sich ein bisschen angepasst, aber na gut, okay. Explorer sieht also ein bisschen anders aus, aber ganz ehrlich, mir gefällt's. Ist okay. Gefällt. Edge. Oder ist das der Edge überhaupt? Ja, ne? Welcome to the New Microsoft Edge. Ich weiß nicht, seitdem Microsoft irgendwelche Browser macht, nutze ich die jedenfalls nicht. Fast, safe, productive Web Browser that works for you. Ist ja schön. Wo wirkt der denn jetzt? Jetzt kommt hier irgendwas. Complete Setup.
U-Control, ja, okay. Nee, das sieht ja alles gut aus. Nee, Without Signing. Okay, das funktioniert zumindest. Internet sollte ich auch haben. Wir testen einfach mal. Schröder-Dennis.de. Wie gesagt, ein Link zur ISO-Download, ne, steht hier in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch runterladen. Nö, also das hier, also Internet funktioniert zumindest soweit. Wunderbar. Schließen wir. Was haben wir denn noch? Also, gucken wir mal hier rein. Settings. Okay, Symbolik war auch ein bisschen anders. Das hier kennen wir jetzt ja schon so aus Windows 10. Wahrscheinlich ist jetzt hier auch die ganze alte System- oder Systemsteuerungsansicht. Wir gucken mal. Control. Ich gucke mal bei mir hier auf dem PC selber. Systemsteuerung. Da konnte man sich ja bisher jetzt noch das alte irgendwie herausholen. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie auch hier möglich ist. Das ist ja nicht auf Deutsch, ne? Ist das Problem. System Control Panel ist da, wo wir jetzt drin sind. Ach, guck mal, nee, es gibt's doch. Also es gibt dann doch noch hier die alte Version, damit man da so ein bisschen die Übersichtlichkeit gewinnt. Denn ganz ehrlich, ich bin immer noch der Freund von der alten Version. Das ist irgendwie, ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen. Vielleicht geht's dem einen oder anderen genauso. Ja, ansonsten, das ist natürlich komplett mitgewandert. Das sieht doch alles, ja, genauso gleich aus. Gucken wir mal, Focus Assist. Ich gehe jetzt hier nicht ganz durch, was es vielleicht für Optionen alles neue gibt. Die kenne ich alle auch nicht auswendig. Ganz ehrlich, ich bin noch in dieser Systemsteuerung hier echt ganz, ganz wenig drin. Phone, Devices, fällt mir hier irgendwas auf. Apps, ne, das sieht auch erstmal soweit alles gleich aus. Auffällig trotzdem auch hier wieder, die Optik ist halt eben ein bisschen anders. Update Security, gut, da sollte er doch, guck mal, er findet sogar was. Security Update für Defender, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, Cumulative for .NET Framework, okay, also es würde sogar irgendwelche Updates geben. Soll ich mal drücken? Komm, ich drück mal. Downloading, läuft. Recovery, ja, Activation, das Ganze ist wahrscheinlich hier sehr wenig aktiviert. Windows 11 Pro, Windows not activated. Okay, lassen wir erstmal sein. Updates laufen, bin ich ja schon mal sehr zufrieden. Was hatten wir denn noch so? Kalender? Nutzt alle den Windows-Kalender von euch? Okay, hier kann man sich also Outlook, Gmail und wahrscheinlich weitere hinzufügen. Go-to-Kalender. Also ich nutze den Windows 10 Kalender jetzt nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Passt mir also. Was haben wir denn noch? Microsoft Store. Der sieht auch ziemlich gleich aus. Da hat sich nichts weiter verändert. Was haben wir denn noch so? Mail. Das kann ja auch immer sein. Okay, Advanced, Outlook. Wahrscheinlich muss ich mich dann anmelden, wenn ich hier auf irgendwas klicke. Ich würde am liebsten einfach reingehen. Local Account. Geht wahrscheinlich alles nicht, ne? Ich glaube nicht. Go to Inbox geht leider hier nicht. Machen wir also jetzt mal nicht. Wir gehen mal weiter. Was haben wir noch? Edge. Hier ist so dieses Vorpaket oder dieses Installation-Paket für Office. Xbox. Das ist also so eine App. Xbox needs an Update. Okay. Also das sind hier schon die im Endeffekt die Updates, die Apps für die einzelnen Programme. Netflix, Spotify ist mit reingeraten. To-Do. Was ist das? Gibt es das auch eine App? Okay, Microsoft To-Do ein Update. Okay, also muss der alles installieren im Endeffekt. Aber das scheint trotzdem ja schon weiterhin zu funktionieren, dass der sich die wirklich holt. Jetzt hat er diese Xbox-App hier installiert. Okay, lassen wir mal im Hintergrund laufen. Ihr seht hier unten aber auch, wenn ich Fenster hinzufüge, hier unten die Leiste wird immer ein bisschen breiter und ein bisschen schmaler. Also die Leiste arbeitet. Nicht so, wie wir es jetzt gewohnt sind, dass die sich immer erweitert, sondern die wird halt eben immer breiter in dem Falle. Okay, Microsoft To-Do. Brauche ich auch wieder also einen Account, sign a bisschen work, okay, haben wir also alles jetzt erstmal gerade nicht. Ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Mac oder an so spezielle Linux-Desktop-Umgebungs, Tools, wo man sich das Ganze auch so schön mittig machen kann. Facebook Messenger mit reingewandert, naja, gut, aber das ist halt eine App, ne? Das hier sind scheinbar die normalen Notepad. Icon ist auch anders vom Notepad. Sieht gleich aus. Ja, was ist denn noch? Alarm und Clocks. Ist auch einfach eine App. Okay, das sind einfach alles Apps, die ihr installiert. Aber was wäre denn zum Beispiel keine App? Was wäre denn mal mit Paint oder so? Paint ist auch. Ach ne, ist eine App. Ist eine App, aber die installiert ist. Okay. Alarm, Clock sagt mir jetzt nichts, kenne ich nicht. Ist dann auch erstmal egal. Ne, also hier sind jetzt keine neuen Funktionen reingewandert. Sieht erstmal auch ziemlich gleich aus. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwas mit, kann man denn hier suchen? Ja, hier kann man suchen. System Information. Gut, okay. Ach, genau, ich weiß, was ich nachgucken wollte. Ich wollte gucken,
ob die hingegangen sind und dass die diese ganz alten Windows 98, XP, wie auch immer Fenster, die so fixt sind. Jetzt muss ich mal suchen, wo haben wir irgendwas haben. Irgendwie Gerätemanager oder sowas. Device, find my device. Geräte, da, Device Manager. Ich wollte gucken, ob diese kleinen Zusatzfensterchen hier, diese Property-Fenster, ob man die vergrößern kann. Nee, also die kann man immer noch nicht vergrößern. Das stört nämlich an vielen, vielen Stellen, stört das einfach. Und ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man nicht alle Fenster irgendwie vergrößern und verkleinern kann. Das hat man nämlich ganz häufig, dass dann in solchen kleinen Textboxen, wo man hin und her scrollen kann, die einfach viel zu klein sind. Das gab es immer in dem Event-Viewer, dass dann diese Anzeige von dem Event-Viewer, von den Events viel zu klein ist, dass man da nichts sehen konnte. Mal gucken. Ja, da hat man dann hier zum Beispiel dieses Fensterchen, dann gibt es da eine Information und diese Information ist einfach viel zu klein oder das Fenster dazu ist viel zu klein, um irgendwas lesen zu können. Das müsste viel größer sein alles, um dann irgendwie besser lesen zu können. Also, guck mal hier, so geht es jetzt im Endeffekt. Aber da gibt es manchmal viele Fenster, wo einfach dann alles noch steinalt ist und ja, nicht schön umgesetzt. Was haben wir hier? Uhrzeit. Das sieht auch ziemlich gleich aus. Die Symboliken, okay, einige Symboliken haben sich geändert, aber ich glaube, das war es auch soweit, ne? Sonst sehe ich hier nichts. Was haben wir denn hier unter, habe ich gerade Tipps gesehen? Tipps, coming soon, ein Tipp. Okay, when will be content here? We will have fresh here soon. Okay, also da steht nicht viel drin. Wir haben also einen Tipp, der kein Tipp ist. Was ist das hier oben? Version, da haben wir eine Version. Version 10.2.4.11.720. Microsoft Corporation. Rate this App. Also auch das ist im Endeffekt irgendwie nur eine App. Was haben wir noch? Movie und TV. Das ist wahrscheinlich auch nur eine App. Oder ist es direkt installiert? Okay. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas auch schon in Windows 10. Kann sein. Ich benutze davon so wenig. Diese ganzen Microsoft-Apps. Also wirklich sehr schmal. Ne, das sieht erstmal gleich aus. Die Suche ist gleich. Optisch gesehen, ich würde sagen, mir gefällt's. Ne, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr jetzt hier gerade so seht. Wie sieht denn der Lock-Screen aus? Gucken wir mal, Lock. Okay, also es gibt hier scheinbar auch irgend so einen Hintergrund momentan. Auch das ist gleich. Ja, das sieht auch erstmal alles gleich aus. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat sich halt eben an der Optik viel mehr getan als an der Funktionalität. Aber trotzdem, ich muss sagen, mir gefällt es soweit. Was ist denn hier? Okay, dann ist hier unten rechts jetzt die Symbolik mit Update, Shutdown, wahrscheinlich auch irgendwie Hibernate-Modus und so ist dann hier unten. Die Frage ist, ob mich das jetzt gefällt. Das ist schon ein großer Eingriff für die Windows-Benutzer, die seit, keine Ahnung, über 20 Jahren mit Windows irgendwie arbeiten, dass die Taskleiste nicht mehr, linkszentriert ist, sondern jetzt halt eben mittig. Ich gucke gerne mal Taskbar Settings. Also ich kann auch nicht mehr dieses typische rechte Maustaste sagen und öffne mir den Task Manager. Das ist Taskbar Settings. Okay, hier geht nichts, weil ich meinen Windows nicht aktivieren kann. Ey, was ist denn mit meinem Task Manager? Task Manager. Den kann ich mir hier mit rechter Maustaste nicht mehr holen. Ey, fickte Scheiße. Echt? Kann ich nicht. Echt nicht. Oh Gott, okay, und wie sieht der hier aus? Na, da ist auch gleich. App History, Startup, User, Detailed Service. Das sieht erstmal soweit ziemlich gleich aus. Ne? Auch hier wieder Kernel, Graphs, Logical. Ja, okay, das sieht erstmal alles soweit gleich aus. Kann man denn hier vielleicht trotzdem sagen, Taskbar Settings, wollte ich jetzt nachgucken? Da, Taskbar Alignment Center. Okay, also man könnte es wahrscheinlich also auch wieder linksbündig machen, dann sieht es ziemlich gleich aus. Okay, scheinbar ist der Default-Wert einfach mittig. Naja, müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Wir werden auf jeden Fall mehr erfahren am 24. Juni, wenn der Livestream ist, beziehungsweise wahrscheinlich irgendeine Keynote von Microsoft über das Thema Windows, da werden wir mehr sehen. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich mir das jetzt einfach mal optisch auf den ersten Blick und gerade auch mit den Icons hier in dem Explorer angucke, ja, finde ich gut. Ich finde nur nicht gut, haben die nicht, ich bin kein Windows-Experte, ne, aber hatten die nicht announced, dass Windows 10 länger hinaus Updates erreichen oder beziehungsweise bekommen soll, beziehungsweise dass die Plattform ist und dass es erstmal eigentlich kein Windows 11 geben soll? Oder hatte ich mich da irgendwie vertan? Keine Ahnung, auch das, viele von euch wissen das, viele von euch kommen viel mehr aus dem Hause Microsoft, ich überhaupt nicht.
Vielleicht schreibt ihr es einfach mal in die Kommentare und schlaut mich und die anderen Benutzer auf. Wie gesagt, ich habe noch mehr rumgeklickt gehabt, mehr gab es auch einfach nicht zu sehen, mehr war es einfach nicht, mehr brauche ich euch auch nicht zeigen, mehr ist es nicht. Nochmal für die Windows 11 ISO in der Version, die wir gerade gelernt haben, schreibe ich euch hier rein, gibt es bei mir auf dem Server, könnt ihr runterladen. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.